Salika blinzelte überrascht. »Du meinst, dass wir mit euch den Schaustellerkreis bereisen und gemeinsam auftreten?« »Ganz genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Chani eure Kreative und Adea sucht die Herausforderung. Und für dich wäre es eine einmalige Gelegenheit, herumzukommen und weiter nach dem Phönix zu suchen. Was meinst du?« Er musterte ihre Augen. »Bitte denk an Li und Lien«, erreichte sie Chanis Sendung. Salika warf ihr einen kurzen Blick zu. »Die beiden Illusionisten gehören auch zu uns«, meinte sie und lehnte sich zurück. »Das wäre perfekt.« Lukian beobachtete sie weiterhin. »Brauchst du die Antwort jetzt gleich?« Salika legte ihre Finger auf den leeren Becher. »Das wäre mir natürlich am liebsten, damit ich Goramora die weitere Planung übergeben kann, aber…« Er drehte sich zu dem Terraner. »Würde dir morgen auch noch reichen?« Goramora nickte. »Aber ihr könnt euch gerne auch noch besprechen.« »Und ab wann würde die Reise starten?« hakte Salika nach, worauf Lukian das Gesicht verzog. »Das können wir noch nicht genau sagen, da wir ja auch den Chor und das Orchester mitnehmen. Für so viele Elementarier müssen erst die Reisewegen gebaut werden und wir müssen ein Bühnenstück ausarbeiten.« Adea grinste schief und zwinkerte ihm zu. »Mit Nachtarbeit schaffst du das schon in 3 Sonnenaufgängen.« Er lachte. »Also, es wird schon noch ein paar Sonnen dauern.« Salika sah zu Kirill hinüber. »Und du machst auch mit, Kirill?« »Oh ja.« Sie sah hilfesuchend zum Meister. »Was meint ihr, Meister?« In seinem runzligen Gesicht konnte man wirklich jede Regung sehen, und wieder kehrte das Lächeln in sein Gesicht. »Luca hat zwar recht damit, dass du viel herumkommst, um etwas über den Phönix herauszufinden und dein Volk zu informieren. Aber was in meinem Herzen viel größere Bedeutung bekommt, sind die, mit denen du reisen würdest.« Er machte eine kurze Pause. »Du würdest Geschichte schreiben als die erste Feuerträgerin, die mit Wasser auf Reisen geht.« Salika wechselte mit ihren Schwestern einen kurzen Blick und fand nur Zustimmung in ihren Augen. Daraufhin sah sie Lukian an. »Du hast einen weisen Fürsprecher.« Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, aber er wartete ab, was sie sonst noch zu sagen hätte. »Und einen einflussreichen Mitstreiter.« Sie sah kurz zu Kirill, der sie anlächelte. »Aber sie machen dich nicht zu dem erfolgreichen Mann, der du bist. Du hast mir wiederholt gezeigt, dass du dich einsetzt, für andere und deinen Sieg. Aber eine Sache verstehe ich nicht.« Lukian hob überrascht die Augenbrauen. »Warum?« »Warum was?« Er neigte sich noch ein Stückchen weiter nach vorne. »Warum machst du das hier?« Salika deutete in die Tischrunde und sah ihn wieder an. Er lachte kurz und streckte seinen Rücken. »Oh ja, wir wollen deine Geschichte hören«, schaltete sich Chani ein, worauf sie sich mal wieder einen warnenden Blick von Adea einfing. »Die kurze oder die lange Version?« Er hob eine Augenbraue und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »So, dass ich es verstehe«, meinte Salika. »Eigentlich ist das ganz einfach. Ich liebe es, wenn alle Elemente zusammenwirken. Ich habe als Kind erlebt, wie Wasserelementarier gegen Wasserelementarier vorgegangen sind, aber auch, wie es ihnen schwerfiel, echten Anschluss bei den anderen Elementariern zu finden. Aber da, wo es geklappt hat, ist etwas Wunderschönes passiert. Es wurden neue Ideen geboren, neue Wege gefunden und Neues erschaffen. Und wenn ich beim Meister eine Sache gelernt habe, dann, dass man seinen eigenen Weg selbst bestimmen kann. Die Frage für mich lautete: Was trage ich dazu bei, dass die Elemente untereinander Anschluss finden?« Er machte eine kurze Pause und suchte Salikas Blick. »Und hier sind wir. Das ist meine Antwort.« Salika blinzelte ihren Tränenrauch von den Wimpern. »Die Musik.« Er lächelte sie an. »Die Musik und Tanz.« Sie sah ihm prüfend in seine etwas müden, aber strahlenden Augen. Die Sonne kam in diesem Moment hinter der Halle hervor und schien ihn von der Seite an. Seine Augen strahlten golden. Sie reichte ihm die Hand. »Wir sind dabei.« Nun strahlte er über das ganze Gesicht, als er ihre Hand entgegennahm.
Er schloss die Augen, verneigte sich leicht und führte ihre Hand an sein Herz. Sie konnte es an ihrem Handrücken schlagen spüren. »Vielen Dank für dein Vertrauen.« Salika erlebte, wie ihr inneres Feuer Ruhe gewann. Sie atmete durch. »Ich freue mich darauf, dich nicht gegen uns im Einsatz zu sehen.« Er schmunzelte sie an und entließ ihre Hand. »Ich bin gespannt darauf, wie euer Einsatz aussehen wird.«